liebe Freunde, willkommen bei meinem neuen Video über diesen ganz tollen Bentley Arnage T. Den haben wir gerade von einem Sammler bekommen, der immer nur ganz besondere Autos sammelt und sucht. Und das Fantastische und Einmalige an diesem Wagen ist, dass er erst original 9000 Kilometer gelaufen hat. Unser Wagen ist im Jahr 2004 geboren, hat ein oder zwei Besitzer und kommt jetzt aus einer Sammlung, wo er lange gestanden hat. Also das Tolle ist, wenn man sich hier reinsetzt, das riecht nach diesem tollen Leder. Das ganze Auto ist neuwertig, da zeigen wir euch gleich ein paar ganz tolle Details. Und am Markt, das haben wir mal geguckt, gibt es zwar einige von diesen Fahrzeugen, aber die meisten haben sehr viel mehr Kilometer gelaufen. Und in dieser tollen Ausstattung, in dieser Konfiguration, in diesem tollen dunkelblau Metallic, mit diesem schönen Karamell-Leder, es ist ganz, ganz selten. Also das ist was Edles, wenn man sich überlegt, dass so ein Auto mal 250.000 Euro gekostet hat. Und was er heute kostet im Verhältnis, bekommt man dafür verhältnismäßig wenig Geld, ein ganz interessantes, höchstwertig gebautes Fahrzeug mit einer Top-Qualität. Bentley gehört ja heute zum VW-Konzern, da hat sich leider vieles geändert, aber damals, zu dem damaligen Produktionszeitpunkt, gehörte der Wagen zum Vickers-Konzern und man hat damals noch irgendwie, so kommt mir das jedenfalls vor, ganz andere englische Qualitätsmaßstäbe angesetzt. Und das zeigen wir euch jetzt gleich mal im Detail. Dieser Wagen hat dieses tolle polierte Aluminium, wie ihr hier sehen könnt, was dem Wagen eine sehr, sehr sportliche Note verleiht. Er hat wie gesagt 8 Zylinder und 507 PS. Hier die Mittelkonsole mit diesem schönen Emblem das originale Bentley-Zeichen, was es ja auf den ganz tollen, bedeutenden Autos seiner Zeit aus den 20er, 30er Jahren schon gegeben hat. Hier seht ihr die gesamte, auch rennmäßig angeordnete Instrumentierung. Hier vorne ist der Drehzahlmesser, von dem man erkennen kann, dass der Wagen maximal 4.500 Touren dreht. Und hier kann man den Tachometer sehen, der hochgeht bis fast 280. Also das ist für einen Bentley, das hat es ja vor 20, 30 Jahren in der Form gar nicht gegeben, schon echt bemerkenswert. Jetzt vielleicht mal ein paar Informationen zum Interieur. Ich zeige euch das mal einfach. Schaut euch mal an, wie toll das gestickt ist. Hier oben auch wieder das klassische alte Bentley-Logo in den Lehnen. Dann dieses höchstwertig gestaltete Leder. Und das Tolle bei unserem Fahrzeug hier ist, der Wagen ist wirklich wie neu. Der riecht wie am ersten Tag, der fühlt sich an wie am ersten Tag und er fährt auch wie am ersten Tag. Also wenn heute jemand sagt, ich möchte einen neuwertigen Bentley haben, wenn der heute zu Bentley geht, zahlt er ja 300.000 Euro und mehr. Und das Auto bekommen sie für knapp 100.000 Euro und haben eigentlich genau genommen ein Neufahrzeug. Also Paul, wenn du mal schaust, auch hinten das Interieur, es ist alles wie neu. Die gesamten Türverkleidung, ich nehme mal an, da hat noch nie jemand drauf gesessen. Genauso der lederbezogene Himmel, schau mal hier. Die Sonnenblenden absolut hochwertig gemacht, wirklich hochwertig. Also das ist Rolls-Royce-Qualität für einen Preis, für einen Wert heute. Das könnte man für das Geld gar nicht bauen, das geht überhaupt nicht. Ich öffne jetzt mal hier vorne das Handschuhfach. Hier ist das Scheckheft, es sind sämtliche zum Auto gehörenden Accessoires dabei. Was finden wir hier? Empfohlen der Luftdruck und weitere wichtige Details, die man einhalten sollte bei dem Fahrzeug. Das sind die Lüftdüsen aus massivem Chrom. Heute ist das bei fast allen Marken aus Plastik. So eloxiertes Plastik, das ist echter Chrom, das ist echtes gebürstetes Aluminium. Das ist eine ganz teure Holzvariante. Und hier oben könnt ihr sehen, dieses edle, bezogene, fein gestickte Armaturenbrett. Und das alles in einem wirklich neuwertigen Zustand. Also man kann das Auto von der Qualität als Neuwagen bezeichnen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich so ein Auto genommen habe. Es ist ja manchmal so, dass Bentleys nicht so gut behandelt werden. Dieser ist wirklich hervorragend behandelt. Das ist ein Sammlerstück, was in eine Sammlung gehört. Oder für einen Connoisseur, der Lust hat, so einen tollen Wagen zu fahren und sich sagt, gut, da kann ich nicht mehr so viel verlieren. Da kaufe ich mir eigentlich einen Neuwagen. Und durch diese tolle Farbkombination, außen dieses ganz dunkle Blau-Metallic mit dem Beige Karamell hier im Interieur, ist das einfach ein ganz edles, unaufgeregtes, feines Fahrzeug. Also kann ich wirklich nur empfehlen, der Wagen riecht noch neu. Man merkt, dass hier nie jemand drin gesessen hat. Er riecht nach dem Leder, wie er damals gebaut wurde. Er ist nicht sparkig oder er ist nicht irgendwie abgegriffen. Das ganze Auto ist neuwertig. Wirklich meine Empfehlung. Vielleicht noch ein paar Besonderheiten zu diesem Fahrzeug. Hinter diesem Deckel verbirgt sich das sehr moderne Autoradio mit CD. Ich mache das wieder zu. Und wenn ihr hier vorne guckt, da ist eine Taste hier oben.
Das ist diese hier. Hier vorne, damals höchst modern, klappt aus das Navigationsgerät. Das hatte vor 16 Jahren dieser Wagen auch schon. Gibt es heute zwar größer an den Bildschirm, aber das hat doch was. Macht das wieder zu? Ne, geht nicht. Doch, jetzt geht er wieder zu. Andersrum muss ich drücken. Ja, vielleicht noch was zur Bedienung hier in der Mittelkonsole. Hier hat er elektrisch verstellbare Sitze. Das wird ja heute auch so gemacht, war seinerzeit absolut neu. Da gibt es die Sitzheizung in 1 oder 2 Positionen. Und das hier ist ein Memory-Schalter. Da kann man auf 4 verschiedene Positionen die eingestellte Sitzposition speichern, die man sich eingestellt hat. Und wenn man hier hineinguckt, das ist jetzt zwar nicht mehr vorhanden, aber da war das alte, originale, ich denke mal Nokia-Telefon. Na gut, das ist heute ein bisschen aus der Mode gekommen, da kann man sich was Moderneres kaufen. So, nun mache ich das wieder zu. Ganz interessant übrigens auch diese Mittelautomatik, da muss man drücken und den Hebel hochheben, damit man schalten kann. Ich habe also erst versucht, das so zu bewegen, das geht nicht, das ist eine Sicherheitsstellung. Wenn Sie das hochheben, können Sie das schalten. Aber was noch viel besser ist eigentlich, wenn man sich in einem so tollen Wagen, in einem so schönen Bentley Arnage chauffieren lässt. Man sitzt in diesem tollen Volant. Wenn ihr mal schaut, hier vorne, alles in feinsten Hölzern. Der Spiegel für die Dame, ganz belederte Haltegriffe, alles aus Chrom. Überall höchstwertige Qualität und man sitzt hier hinten. Also besser, das ist Fahren erster Klasse, kann man sagen. Wenn man hier im Fond unterwegs ist, hat man nochmal genau die gleichen Bedienelemente wie schon vorne. Eine Sitzheizung, Bank vor und zurück, Fensterheber, es ist alles vorhanden bei diesem Wagen. Und man sitzt und schwelgt hier wirklich im allergrößten Luxus in einem Auto, was ja so heute gar nicht mehr gebaut wird. Und ich bin persönlich der Meinung, der hat eine wunderschöne Form, ein wunderschönes Gesicht, der ist nicht protzig, der Wagen. Bei vielen Autos, die ja heute gebaut werden, die sind unglaublich protzig, was mir gar nicht so gefällt. Der Wagen hat hier so richtig Understatement, was zur Marke Bentley auch gehört. Also wenn ich mir die heutigen Bentleys angucke, die sind zwar beeindruckend, aber edel und fein und ein bisschen diskreter kommt man mit diesem Wagen daher. Schaut euch mal diese toll erhaltene Türverkleidung an. Alles von bester Qualität und alles wirklich neuwertig. Diese schönen Einlagen hier aus Metall, hier vorne dieses alleredelste aufpolierte Edelholz, Wurzelholz. Ja, Wurzelholz ist das, ja, das denke ich schon. Wenn man hier in die Einstiege guckt und sich diese Teppichböden anschaut, da glaube ich, da hat noch nie jemand gesessen, da ist noch nie jemand hineingestiegen. Was eigentlich sehr schade ist bei einem so tollen Fond. Und es ist höchste Zeit, dass das gemacht wird. Schaut euch das mal an hier, von welcher Qualität das alles ist. Es ist wirklich wie neu. Das gilt auch für die Felgen, das gilt für die Bremsscheiben. Das ganze Auto ist in einem Zustand wie ein Jahreswagen. Und das ist relativ selten, weil diese Autos oft höhere Laufleistungen auch haben. Und es gibt nur ganz wenige mit ganz wenig Laufleistung. Das ist sicherlich so ein Wagen. Vielleicht noch mal ein kleiner Blick über dieses tolle Armaturenbrett. Auch hier vorne, auch wenn ihr euch hier die Einsteiger anschaut, ist genauso neuwertig, als ob da auf dieser Beifahrerseite noch nie jemand gesessen hat. Das gilt für die Teppiche, das gilt für das ganze Interieur. Unser Bentley Arnage ist ja eine Sonderedition. Das könnt ihr gut daran erkennen, dass er hier Chromspiegel hat, diesen tollen Kühler auch und weitere Accessoires, die nicht jeder Bentley hatte. Das ist das mächtige Aggregat dieses Bentley, hier vorne mit der Engine Number, so mit einem extra Schildchen, was ja bei anderen Autos gar nicht üblich ist. Hier kann man erkennen, 6,75 Liter Twin Turbo, das ist die Besonderheit. Und wenn man sich den Motorraum anschaut, das Auto ist wirklich auch hier wie neu. Der ist nie richtig groß genutzt worden, hat immer nur in der Sammlung gestanden, fährt aber, springt auf Schlag an, es ist alles in Ordnung mit dem Wagen. Und man kauft hier wirklich ein Auto im Jahreswagenzustand. Ein Top-Auto.